Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin im Lokpark Ampfelwang, 50 Jahre Lokpark Ampfelwang Jubiläum der ÖGEG und bin jetzt hier beim Otto Schwarzendorfer aus Wien. Der hat eine Privatsammlung mitgebracht mit vielen, vielen tollen Spur 1 Loks. Alles gut. Wie kommt man zu diesem Hobby, Lokomotiven der Epoche 1 und 2 komplett selbst zu bauen? Ganz einfach, weil man sie sonst anders nicht kriegt. Wenn man sie als Modell haben will, wird man sie selber bauen müssen. Und es zeigt halt ein bisschen auch Geschichte der Eisenbahn in Österreich. Von der Geschichte können wir jetzt ein bisschen was hier mal im Streifzug anschauen. Sie können mir sicher auch ein bisschen was erzählen. Was sehe ich denn jetzt hier gerade mit dieser 108.06? Das ist eine der schönsten und besten Lokomotiven eines sehr bekannten Konstrukteurs. Das ist vom Konstrukteur Gölsdorf. Der hat sehr bekannte und sehr schöne Lokomotiven gebaut. Eine der bekanntesten ist dann die Baureihe 310. Die ist ein bisschen früher entstanden. Eine 108er ist auch eine Vierzylinder-Verbundlokomotive und zieht hier in dem Moment einen Orient Express. Und diese Orient Express Wagen, die sind komplett aus Holz und Messing? Die sind aus Holz und Messing, stellen ein bisschen das dar, weil eben bis zum Ersten Weltkrieg die Stadt Wien mehr oder weniger der wichtigste Knotenpunkt der Orient Express Züge war, weil fast alle Strecken über Wien gelaufen sind. Damit war auch das Büro des Orient Express in Wien sozusagen neben dem eigentlichen Zentrale der wichtigste Punkt. Man sieht, der Speisewagen ist hier auch eingerichtet mit Lampen. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich Liegewagen, ja doch, Waggonlit. Und der fährt hier als dreiteiliger Zug oder haben Sie dann daheim noch ein paar weitere Teile? Ich habe noch ein paar, aber die waren in der Regel gar nicht so lange und gar nicht so groß. Aha. Gut, dann gehen wir auf die zweite Etage runter und schauen uns jetzt hier eine alte E-Lok an. Das ist eine E-Lok, 1170, später dann aus der 45er Serie, also 1145. Ist aus der Zwischenkriegszeit entstanden, wie man, glaube ich, an der Form her kennt, international. Eine sehr wichtige Lokomotive für die österreichischen Züge. Dann kommen wir wieder in die Epoche 1, schätze ich jetzt mal ganz klassisch zurück zu einer Dampflok. Das ist eine Schnellzuglokomotive der Serie 4. Das ist sozusagen die erste, unter Anführungszeichen, Serie der K&K Staatsbahnen. Ja, eine klassische Americas-Type, die noch so um die Zeit 1860, 1870 entstanden ist. Hier eine geschmückte Lokomotive zu Ihrem Jubiläum oder was ist das? Das ist einfach nur mal als Verzierung, wie man sowas auch darstellen kann. Diese Schmuckstücke sind eigentlich nur eingehängt, die kann man also jederzeit einfach wegnehmen. Und da wurde das dann für besondere Anlässe geschmückt? Für besondere Anlässe wurde das dann draufgesetzt. Die Lokomotive ist eine der bekanntesten klassischen Güterzuglokomotive, ist überall gefahren, hatte allerdings eine maximale Geschwindigkeit von 35 km/h. Damals war es halt doch alles noch ein bisschen gemütlicher. Es war ein bisschen gemütlicher, sie war sehr einfach und das war erstaunlich, die ist damit bis in die 60er Jahre im Betrieb geblieben. Dann ein nachgebildeter Personenzug, jetzt mit nur einem Personenwagen, aber halt als Zug nachgebildet. Genau. Das ist ein Waggon der K&K Staatsbahnen, hier schon in der Beschriftung der BB Österreich. Und das Ganze wird gezogen von ebenfalls einer sehr bekannten Gölsdorf-Konstruktion, der Reihe 306. Das ist auch schon eine Zweizylinder-Verbundlokomotive, das heißt zuerst Hochdruck und von dort kommt der Dampf in den Niederdruck. Diese Lokomotiven, sind die irgendwie rein analog betrieben oder haben die einen Digitaldecoder drin? Oder wie einige davon haben schon den Decoder drinnen, einige noch immer analog. Dann kommen wir unten zu einem etwas längeren Zug. Das unten ist eine Lokomotive der Südbahn, nicht der K&K Staatsbahn.
ein Konstrukteur, der mit dem Vater von Gölsdorf sehr lange zusammengearbeitet hat. Diese Lokomotive der Baureihe 109 der Südbahn bzw. 209 der K&K Staatsbahn ist in sehr vielen Bereichen gefahren, wurde dann später auch in Italien oder in Slowenien in Betrieb. Die Maschine, so wie sie da steht, steht im Heizhaus Straßhof. Also heute noch erhalten. Heute noch erhalten. Und die zieht jetzt hier einen Personenzug mit einem Gepäckwagen? Ja. Der zieht einen Zug, der ebenfalls von der Konstruktion her von der Südbahn kommt. Klassische Aufstellung, Parkwagen, ein Waggon der 3. Klasse, ein Waggon der 1. und 2. Klasse. Eine sehr bekannte Lokomotive für Güterzüge, Baureihe 170, später auf 56 umbenannt. Die ist praktisch im gesamten Bereich des ehemaligen K&K-Reichs unterwegs, also von Krakau, Polen bis Triest. Es gibt noch eine Lokomotive dieser Art, auch in Österreich. Die steht als ehemalige Lokomotive der Graz-Köflacher Bahn in Liebach. Das ist mehr oder weniger ein Vorort von Graz. Diese Lokomotiven, die bauen Sie komplett aus Messing, die Wagenmodelle aus Messing und aus Holz. Je nachdem, wie es im Original ist, genau. Wie lange baut man da an so einer Lok hin? Naja, bei einer Lokomotive 1,5 Jahre, vielleicht 2 Jahre. Und das macht man so als Ausgleichssport zum normalen Büroalltag oder zum Wartenalltag? Ja, im Prinzip ja. Die sind also zu einem beträchtlichen Teil von 2 Freunden von mir gebaut. Dann können wir jetzt hier gleich mit der Ausstellung weitermachen. Mit der Ausstellung weiter, okay. Das sind sozusagen noch einmal die 108er. Geht dann die Rauchkammertür auch auf? Die Rauchkammertür geht auf. Die hätte also hier Vorreiber beweglich, ja. Aber das machen wir jetzt nicht, weil es jetzt dann doch den Rahmen wahrscheinlich sprengt, weil wir ja doch noch einige Loks zum Anschauen haben. Und hier jetzt auch nochmal wunderschön aus Holz mit Inneneinrichtung. Hier sehen wir auch mal in ein Abteil rein. Dann in der nächsten Etage. Das ist eine sehr, sehr interessante Lokomotive. Das ist die 671er. Die gibt es auf diesem Stand sogar in 2 Versionen. So wie sie da steht, hat sie in etwa 1980 ausgeschaut. Das ist eine Lokomotive, die hat das Baujahr 1860. Und sie ist de facto die älteste im Betrieb stehende Lokomotive der Welt. Sie hat ihren Betrieb nie unterbrochen. Das ist eine Lokomotive der Südbahn, der Baureihe 29. Und so wie sie da ist sie von der Graz-Köflacher Eisenbahn. Und genau diese Lokomotive steht auch jetzt in Liebach, in dem Vorort von Graz. Dann 2 etwas kürzere Tenderloks. Das ist eine Schnellzug-Tenderlokomotive der Baureihe 112, ist auch eine Konstruktion von Gölsdorf, ist dazu gedacht, doch durchaus längere Strecken, aber mit einer sehr kurzen und sehr kleinen Anzahl von Waggons zu betreiben. Wurde dann im Endeffekt als Postwagen zwischen Salzburg und Wien eingesetzt, beziehungsweise dann im westlichen Bereich von Wien zwischen 4 Personenwagen drinnen. Das ist ebenfalls eine Gölsdorf-Konstruktion, die ist gebaut an sich als eine Nebenstrecke für einen Kohlentransport, der aber auch für Personenzüge zu gebrauchen ist. Das ist für die Schneebergbahn im Prinzip konstruiert, war aber so erfolgreich, dass sie dann von fast allen Betreibern des K&K-Reichs in großen Anzahlen gekauft wurden.
Dann ein kleiner, fast kompletter Personenzug mit 4 Wagen. Das ist ein Zug der Wiener Stadtbahn. Die Wiener Stadtbahn war 100% eine Tochtergesellschaft der K&K Staatsbahn. Das ist sowas wie heute die U-Bahn. Also da ging es für sehr kurze Strecken, große Mengen von Personal zu wechseln, einzusteigen, auszusteigen. Dazu diese spezielle Lokomotive von Gölsdorf, ursprünglich konzipiert für eine Ölproduktion. Das war aber nicht sehr gut, hat nicht gut funktioniert, ist dann auf Koks umgestanden, nicht auf Kohle, sondern auf Koks. Und da war es eine ausgezeichnete Lokomotive, die auch sehr, sehr schnell beschleunigen konnte, sehr schnell wieder runterbremsen konnte und die konnte den Zug sogar in der Schräge anfahren oder abbremsen. Das Interessante dazu ist, dass also die Waggons selber hatten die Innenausstattung vom Otto Wagner. Das ist der gleiche Architekt, der sehr bekannte Gebäude in Wien gebaut haben und unter anderem eben sämtliche Bahnhöfe und Brücken und Bögen der Stadtbahn in Wien. Gut, dann ist das die Lok, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Das ist die gleiche noch einmal in der Situation, so wie sie jetzt da steht, also wieder mit einem ursprünglichen Trichterrauffang und in der Bemalung, wie sie jetzt eigentlich dort steht. Hinten drauf ein Kohlewagen dazu, so wie sie von der Graz-Köflach-Bahn in Betrieb waren. Das heißt jetzt fast 165 Jahre ungefähr. Ja. Also schon reichlich lang im Einsatz. Und diese Wagen sind jetzt auch hier aus Holz gebaut? Sind aus Holz gebaut. Es ist ein Güterzug-Begleitwagen in der Beschriftung der BB Österreich, weil eben ein Güterwagen im Prinzip einen Waggon brauchte, um den Güterzug durch den eigentlichen Zugführer eben zu begleiten. Dann sind wir jetzt bei der 95112. Das ist eine Konstruktion aus der Zwischenkriegszeit, wurde speziell gebaut, um die Züge über den Semmering zu unterstützen. Ist also entweder vorne dazugehängt worden oder hinten, um den Zug anzutauchen. Ist eine ausgezeichnete Konstruktion. Es gibt eine Lokomotive und das ist genau diese 112er. Die steht im Semmeringsbereich als Denkmal. Also auch heute noch tatsächlich erhalten. Vorhanden, ja. Dann sehen wir hier einen Wagen, auch aus Holz. Ist der in Natura auch so in Holz geblieben, unbemalt, unlackiert? Der war in Natura grün angestrichen. Er ist hier in dieser Form nicht lackiert, dass man also die Messingteile als Messing und das Holz als Holz einmal sieht. Das ist interessanterweise tatsächlich ein Waggon eines Personenzuges. Er hat nämlich hinten ein Gepäcksabteil drinnen und ganz wichtig, er hatte vorne ein WC. Und in vielen dieser klassischen Personenzugwagen war kein WC. Das heißt, man musste sozusagen sich zu diesem Waggon bewegen und hat dort ein separates WC gehabt. Also ein Begleitwagen für spezielle Zwecke. Mit spezielle Zwecke, genau. Und den Wagen haben Sie auch hier nicht nur oben detailliert, habe ich mir vorher schon sagen lassen, den können wir uns auch mal von unten anschauen. Man sieht hier wirklich viel Arbeit bei dieser ganzen Fahrwerkskonstruktion mit der Bremsanlage, mit allem, wie das alles wunderschön in Messing gebaut ist. Man kann sich, wenn Sie wollen, da anschauen, da sieht man die Federung. Richtige Blattfederung. Ja. Und wenn man hier kurbelt, gehen die Bremsen zu. Ach, die gehen... Ja, Wahnsinn. Faszinierend. Und die Türen kann man wahrscheinlich auch aufmachen. Die Türen kann man aufmachen. Machen wir wieder auf, damit wir das nicht vergessen. Den Zug auch fahren kann.
So, und ich werde schauen, dass ich Ihnen das da heraus glitzel. Das heißt, der ist hier verriegelt, oben beim Er Dach. hat oben so einen kleinen Stift. Schauen wir, dass wir den rausbringen. Wenn Sie mir kurz einen Sekund geben. So, wenn man den abzieht, kann man das recht einfach öffnen. Dann sieht man auch, dass hier die Inneneinrichtung Bitte sehr. durchaus schon nachgebildet ist und man die Toilette auch sieht und sogar die entsprechende Schüssel. Genau. Und wenn man mal viel Zeit hat, kann man auch die Inneneinrichtung noch ein bisschen erweitern, Briefe einsortieren, alles was man das ist möchte. für die Briefe und das ist fürs Gepäck. Gut, und normal ist der dann auch in dieser grünen Farbgebung wie der nächste Wagen. Der ist aber jetzt wieder aus Messing gebaut. Die sind aus Messing gebaut, das sind die klassischen, auch eher aus dem K&K-Bereich, klassischen Personenwaggons in Wien. Und die werden jetzt von einer Baureihe 93 gezogen. Richtig, das ist auch eine Lokomotive der Zwischenkriegszeit bereits. Eine Lokomotive, die fast in ganz Österreich gefahren ist. Schwerpunkt im Osten, aber fast überall. Zwischenkrieg heißt zwischen ersten und zweiten. Zwischen ersten und zweiten, ja. Ja, ist eine schöne Sammlung. Einfach faszinierend. Otto Schwarzendorfer, es hat mir gefallen, dass ich hier diese Loks mal anschauen durfte und dass Sie mir jetzt auch ein bisschen Zeit gegeben haben, dass wir das auch einfach alles mal in aller Ruhe erklären können. Das freut mich. Ich wünsche hier noch einen schönen Verlauf auf der Ausstellung und viel Spaß beim Weiterbauen in den nächsten Jahrzehnten. Danke sehr. Wiederschauen.